Hallo liebe Hamsterfans, heute möchte ich mit euch über Hamsterzucht reden und zunächst mal möchte ich sagen, dass ich persönlich nicht dafür bin, dass man Hamster züchtet. Es gibt schon sehr viele Hamster auf der Welt und ich finde, man sollte sich eher um die Hamster kümmern, die noch ein Zuhause suchen. Natürlich gibt es trotzdem Hamsterzucht. Bei der professionellen Hamsterzucht ist einiges geregelt, zum Beispiel auch, wie der Weiterverkauf der Jungtiere erfolgt, wie man die Tiere nach Geschlechtern trennt, wie oft man paaren darf. Und ich möchte euch erstmal ein bisschen was zur Hamsterzucht im Allgemeinen erklären und danach darauf eingehen, was denn ist, wenn man selbst Hamsternachwuchs hat. Das kann ja auch ungewollt passieren. Zunächst mal muss man wissen, dass Hamsterweibchen eben sehr oft paarungsbereit sind. Der Zyklus ist ja ganz anders als bei Menschen und etwa alle 4 Tage können sie eben trächtig werden. Dann ist ja auch die Tragezeit bei Hamstern nicht besonders lang, also im Schnitt so 2 Wochen. Das kommt natürlich auf die Hamsterart an. Und nach diesen 2 Wochen können die Hamster mehrere Jungtiere hervorbringen. Das können 5, 6, 7 im Schnitt sein. Es können aber auch viel, viel mehr sein, bis zu 20 und mehr. Von allen Säugetieren haben Hamster die kürzeste Tragezeit. Beim Goldhamster sind es in der Regel etwa 16 Tage. Es gibt Zwerghamsterarten, bei denen die Tragezeit nur ein paar Tage ist, 2 Tage oder 3. Die längste Tragezeit hat der chinesische Streifenhamster mit 20 Tagen. Die Geburt dauert etwa 1 Stunde und dann beginnt die Mutter die Jungtiere auch schon zu säugen. So, wenn es euch jetzt passiert, dass ihr Jungtiere erwartet, ihr müsst wissen, dass ihr eine Hamstermama bei der Entbindung allein lassen solltet. Ihr solltet keine lauten Geräusche machen und ihr solltet auch vor allem nicht ihren Bau, ihr Nest oder alles drumherum berühren. Das Hamsterweibchen ist unter einem großen Stress und reagiert sehr stark auf Reize. Und wenn sie sich unwohl fühlt und wenn sie sich so fühlt, als hätten ihre Jungtiere in diesem Umfeld keine Überlebenschance, dann kann es sein, dass sie kurz nach der Geburt beginnt, ihre Jungtiere aufzufressen. Es ist eine Art Schutzreflex. Die Aufzucht der Jungen erfordert sehr viel Energie und wenn die Jungtiere Feinden zum Opfer fallen, dann ist das eben auch nicht gut und die Mutter muss entscheiden, wie sie ihre Kraft investiert und sie beginnt ihre Jungtiere zu töten. Im Normalfall zieht eine Mutter ihre Jungtiere alleine groß. Es gibt ganz wenige Hamsterarten, bei denen der Vater etwas mithilft. Das ist natürlich bei der Heimhaltung nicht so. Da ist ganz klar, dass Mutter und Vater voneinander getrennt werden. Wenn ihr jetzt Hamster habt, und ich hoffe, ihr habt sie nicht selbst gezüchtet, sondern es ist irgendwie einfach passiert oder ihr habt einen schwangeren Hamster gekauft, dann müsst ihr eben darauf achten, sehr schnell die männlichen Jungtiere von den weiblichen Jungtieren zu trennen. Man erkennt eigentlich nicht wirklich gut, ob es sich um Männchen oder Weibchen handelt. Und die einzige Möglichkeit zu erkennen, ist zu gucken, wie weit der Abstand zwischen dem Anus und dem Genital ist. Und bei Weibchen ist der Abstand eben sehr, sehr klein und bei Männchen etwas größer. Aber auch da sollte eigentlich nochmal ein Tierarzt drüber schauen. Kleine Hamster sind ja völlig nackt. Sie werden noch blind geboren, die Augen sind noch mit so einer Schutzschicht überzogen und sie sind so leicht, dass sie etwa nur 2 Gramm wiegen. Und in diesem Stadium brauchen die Kleinen sehr viel Wärme. Es ist also ganz klar, dass sie sich auf einen Haufen legen. Wenn man es jetzt kalt im Zimmer hat, empfiehlt sich eine Wärmelampe, so dass es wirklich schön muckelig ist. Das Fell wächst so zwischen Tag 3, 4 und 5 und die Jungen werden dann auch von Tag zu Tag schwerer und sind dann auch nach ein paar Tagen schon doppelt so schwer. Bei Goldhamstern ist das Fell anfangs noch ein bisschen grau und später wird es dann so hellbraun bzw. golden. Man weiß jetzt nicht genau, wann die Tiere beginnen zu hören, aber zumindest machen sie mit Piepsgeräuschen auf sich aufmerksam und sie können auch Rufe absondern, die im Ultraschallbereich liegen. Die Mutter kann das aber hören. Feinde, Fressfeinde hingegen können das nicht hören. Ungefähr 1 Woche nach der Geburt werden die Hamster die Augen öffnen. In der Natur ist es so, dass nach 3 bis 4 Wochen die Jungtiere den Bau verlassen. In der Heimhaltung ist es so, dass die Jungtiere schon sehr, sehr viel früher eine eigene Familie gründen könnten, weswegen man dann auch dafür sorgen muss, dass man die Tiere relativ schnell in separaten Gehegen hält.
Ich würde empfehlen, im Freundeskreis zu fragen oder sich an die Hamsterhilfe zu wenden. Auf keinen Fall würde ich im Internet die Hamster reinstellen. Am Ende kauft sie noch einer, der sie irgendwie verfüttern möchte. Wie gesagt, ihr könnt super schnell sehr, sehr, sehr viele Hamster haben und nicht mehr wissen, wohin damit. Deswegen kann ich nur davon abraten. Aber ich wollte euch im Allgemeinen etwas dazu erzählen, wie so eine Hamstergeneration heranwächst. Das war wieder ein sehr informatives Video. Das nächste Mal gibt es wieder ein Video über Tweety und Jasmin. Dann bis bald, macht's gut, tschüss.